Warum ich hier das Brauen noch ein richtiges Handwerk ist, du siehst bei uns selber da oben, bei unseren Wasserquellen. Wir haben 24 Wasserquellen drum zusammengefasst, die müssen wir natürlich jeden Tag kontrollieren. Du siehst im Labor die Wasserproben, was wir jeden Tag nehmen. Wir fangen um 10 Uhr am Abend am Sonntag an zum Einmeischen. Da sind natürlich immer Personen dabei, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Da habe ich jetzt ein Glasl hergekriegt. Wenn du mal schaust, das ist jetzt das 270er aus dem Gärtank. Okay. Halt das gleich mal ein. Und das ist jetzt ein Pilz. Du siehst unterschiedlich klar die Farbe, die kommt aus dem Karamellmalz. Du weißt, unsere Zusammensetzung, was wir beim 270er haben, was ganz speziell ist. Eine andere Malzmischung. Genau, so waren früher eigentlich die alten Biere, die haben auch eher dunkler ausgeschaut, die waren nicht so hell. Ja, also ich habe es mir schon ungefähr so vorgestellt, also dass man viel mit den Rohstoffen zu arbeiten hat. Nur, dass es wirklich so umfangreich ist, dass man so viele Arbeitsschritte braucht, von der Gersten bis zur Malzanlieferung, bis man das fertige trinkbare Bier hat. Das habe ich mir nicht so umfangreich vorgestellt, aber es macht es umso interessanter, dass man da also überall richtig arbeiten muss und dass man sich keine Fehler erlauben kann.